Der Koffer im Waschraum? Es war ein grauer Freitag im März, und Clara kam später nach Hause, als sie eigentlich gewollt hatte. In der Buchhandlung, in der sie arbeitete, war am Nachmittag plötzlich viel los gewesen. Eine Schulklasse hatte Arbeitshefte gebraucht, eine ältere Dame suchte ein Geschenk für ihre Enkelin und dann war auch noch das Kartenlesegerät ausgefallen. Als Clara endlich die Ladentür hinter sich zuzog, war sie müde und wollte nur noch nach Hause. Es nieselte leicht, die Straßen glänzten im Abendlicht und in ihrer Tasche klapperten die Schlüssel bei jedem Schritt. Sie wohnte in einem alten Haus mit 4 Stockwerken, schmalen Treppen und einem kleinen gemeinsamen Waschraum im Keller. Normalerweise war dort nie etwas Besonderes los. Gerade deshalb fiel ihr an diesem Abend sofort auf, dass unten Licht brannte. Clara blieb im Hausflur stehen und hörte hin. Von unten kam kein Geräusch. Kein Wasser, keine Stimmen, kein Klappern von Waschmaschinen. Nur das Licht war an. Sie dachte zuerst, dass Frau Hennig aus dem Erdgeschoss vielleicht wieder ihre Wäsche vergessen hatte. Das kam öfter vor. Trotzdem hatte Clara ein seltsames Gefühl. Sie ging langsam die Kellertreppe hinunter und blieb vor der halboffenen Tür des Waschraums stehen. Drinnen roch es nach Waschmittel, feuchter Luft und Beton. Neben der hinteren Wand, direkt zwischen 2 Trocknern, stand ein dunkelblauer Koffer. Clara war sicher, dass er am Morgen noch nicht dort gewesen war. Zuerst wollte sie einfach wieder nach oben gehen. Ein Koffer im Waschraum war nicht ihr Problem. Vielleicht gehörte er einem Nachbarn. Vielleicht wartete jemand nur kurz auf ein Taxi. Doch dann bemerkte sie, dass an dem Griff ein kleiner Anhänger hing. Es war kein normaler Gepäckanhänger, sondern ein Stück weißes Papier, das mit Klebeband befestigt war. Clara trat näher. Auf dem Zettel stand nur ein Satz: »Bitte nicht öffnen. Nur Frau Lorenz.« Clara runzelte die Stirn. Im Haus wohnte keine Frau Lorenz. Sie kannte nicht alle Nachbarn gut, aber diese Namen kannte sie. Hennig, Krause, Demir, Nowak, Winter. Keine Lorenz. Genau in diesem Moment vibrierte ihr Handy. Eine unbekannte Nummer. Clara nahm erst nicht ab. Dann vibrierte das Handy ein zweites Mal. Wieder dieselbe Nummer. Schließlich meldete sie sich vorsichtig. Am anderen Ende war für einen Augenblick nur Atem zu hören. Dann sagte eine leise Frauenstimme: »Haben Sie einen blauen Koffer im Keller gefunden?« Clara bekam sofort eine Gänsehaut. »Wer ist da?« fragte sie. Die Frau antwortete nicht direkt. Stattdessen sagte sie schnell: »Hören Sie gut zu. Bleiben Sie nicht im Keller. Nehmen Sie den Koffer und gehen Sie in Ihre Wohnung. Ich erkläre alles.« Clara wich unwillkürlich einen Schritt zurück. »Woher wissen Sie, dass ich hier bin?« fragte sie. Wieder schwieg die Frau kurz. Dann sagte sie: »Weil ich keine Zeit mehr habe. Bitte.« Clara wusste nicht, ob sie der Stimme glauben sollte. Alles an dieser Situation war falsch. Fremder Koffer, falscher Name, unbekannte Anruferin. Sie dachte sofort an die Polizei, aber irgendetwas in der Stimme der Frau klang nicht nach einem Scherz, eher nach Angst. Clara nahm den Koffer schließlich am Griff und stellte überrascht fest, dass er leichter war, als er aussah. Schnell ging sie zurück nach oben, schloss ihre Wohnungstür ab und stellte den Koffer mitten ins Wohnzimmer. Erst dann merkte sie, wie schnell ihr Herz schlug. Wenige Sekunden später rief die unbekannte Nummer erneut an. Diesmal nahm Clara sofort ab. Die Frau stellte sich als Miriam Lorenz vor. Sie sprach hastig, aber klar. »Der Koffer gehöre eigentlich Ihrem Bruder«, sagte sie. Er habe am Nachmittag jemanden in genau diesem Haus treffen wollen. Danach habe er sich nicht mehr gemeldet. Miriam habe nur noch eine letzte Nachricht von ihm bekommen. »Wenn ich mich nicht mehr melde, such den Koffer. Aber öffne ihn nicht vor dem Fenster.« Clara verstand überhaupt nichts. »Was ist in dem Koffer?« fragte sie. Miriam antwortete nicht direkt. Stattdessen sagte sie:
Unterlagen. Vielleicht Beweise. Ich weiß es nicht genau. Aber jemand sucht danach. Bitte sagen Sie niemandem im Haus etwas. Clara ging zum Fenster und sah vorsichtig durch den Vorhang auf die Straße. Vor dem Haus stand ein dunkler Wagen, den sie noch nie gesehen hatte. Darin saß jemand, aber im Regen konnte sie das Gesicht nicht erkennen. Sofort trat sie wieder zurück. »Da steht wirklich ein Auto«, sagte sie leise. Miriam atmete scharf ein. »Dann sind Sie schon da«, flüsterte sie. »Hören Sie, ich bin in 10 Minuten bei Ihnen. Öffnen Sie niemandem, egal wer klingelt.« Clara wollte Aude mehr fragen, doch die Verbindung brach ab. Jetzt war sie ganz allein mit einem fremden Koffer in ihrer Wohnung und einer Geschichte, die immer seltsamer wurde. 10 Minuten können sehr lang sein, wenn man auf etwas wartet, das man nicht versteht. Clara stand erst in der Küche, dann im Flur, dann wieder im Wohnzimmer. Mehrmals sah sie den Koffer an, als könnte er sich von allein öffnen. Sie wollte ihn nicht anfassen, aber gleichzeitig konnte sie den Blick kaum davon lösen. Schließlich kniete sie sich doch davor und betrachtete das Schloss. Es war nicht abgeschlossen, sie musste nur den Reißverschluss öffnen. Genau in diesem Moment klingelte es an der Tür. Clara sprang sofort auf und hielt den Atem an. Es klingelte ein zweites Mal. Sie ging leise zur Tür und sah durch den Spion. Draußen stand nicht Miriam, sondern Herr Krause aus dem 3. Stock. Herr Krause war ein schmaler Mann mit Brille und immer etwas zu glattem Lächeln. Er grüßte freundlich, sprach aber mit niemandem länger als nötig. Jetzt wirkte er unruhig. Er blickte mehrmals den Flur entlang, bevor er noch einmal klingelte. »Frau Neumann?« rief er leise durch die Tür. »Entschuldigung, ist bei Ihnen vielleicht versehentlich ein Koffer gelandet?« Clara antwortete nicht. Herr Krause wartete kurz und sagte dann: »Der Koffer gehört einem Bekannten. Es gibt ein Missverständnis.« Seine Stimme war ruhig, aber nicht freundlich, eher angespannt. Clara trat unwillkürlich einen Schritt zurück. Dann hörte sie, wie er langsam wieder die Treppe hinunterging. Jetzt war klar, dass der Koffer gesucht wurde. Und zwar nicht nur von Miriam. Clara wusste immer noch nicht, wem sie glauben konnte. Vielleicht log Miriam, vielleicht log Herr Krause, vielleicht logen alle. Gerade als sie wieder zum Fenster gehen wollte, klingelte es erneut. Diesmal nur einmal, kurz. Clara sah wieder durch den Spion. Draußen stand eine Frau mit nassem Mantel und dunklem Pferdeschwanz. Sie hob sofort beide Hände, als sie das Auge im Spion bemerkte. »Ich bin Miriam«, sagte sie leise. »Bitte machen Sie auf, aber nur kurz.« Clara zögerte und öffnete schließlich einen Spalt. Die Frau sah müde und blass aus, aber nicht gefährlich. Sobald sie in der Wohnung war, schloss Clara die Tür wieder ab. Miriam blickte sofort auf den Koffer und wirkte gleichzeitig erleichtert und erschrocken. »Gut«, sagte sie, »er ist noch da.« Clara wollte antworten, und zwar sofort. Miriam nickte, als hätte sie damit gerechnet. Ihr Bruder Daniel habe für ein kleines Logistikunternehmen gearbeitet, erklärte sie. Vor einigen Tagen habe er gemerkt, dass manche Lieferungen nicht so harmlos waren, wie sie nach außen wirkten. In Kisten, die als Elektronik oder Büromaterial gemeldet waren, seien manchmal ganz andere Dinge transportiert worden. Daniel habe Namen, Daten und Fotos gesammelt. Diese Informationen sollten offenbar in dem Koffer sein. Clara spürte, wie sich alles noch mehr zuspitzte. »Und was hat Herr Krause damit zu tun?« fragte sie. Miriam sah sie überrascht an. »Herr Krause?« fragte sie zurück. Clara erzählte schnell von dem Mann vor der Tür. Miriam wurde sofort blass. »Dann arbeitet er also wirklich mit Ihnen zusammen?« sagte sie. Offenbar hatte Daniel denselben Verdacht gehabt. Er hatte nur nie einen Beweis dafür. Deshalb habe er heute den Koffer nicht direkt an Miriam übergeben wollen, sondern an eine Frau namens Lorenz im Haus.
Clara runzelte die Stirn. Miriam lächelte traurig. »Lorenz bin ich, aber ich wohne hier nicht. Daniel wollte meinen Namen nur als Erkennungszeichen benutzen. Falls jemand den Koffer findet, sollte nicht sofort klar sein, wer gemeint ist.« In diesem Moment hörten beide unten eine Tür schlagen. Dann Stimmen, Männerstimmen, leise, aber deutlich. Miriam ging sofort einen Schritt vom Fenster weg. »Sie sind im Haus«, sagte sie. Clara merkte, wie ihre Hände wieder zu zittern begannen. »Dann rufen wir jetzt die Polizei«, sagte sie. Miriam nickte diesmal sofort. Während Clara ihr Handy suchte, kniete Miriam sich plötzlich vor den Koffer und öffnete ihn. Clara wollte protestieren, aber es war zu spät. Im Inneren lagen keine Kleider, sondern 2 Aktenordner, ein Umschlag, ein USB-Stick und ein kleines Handy. Alles war ordentlich nebeneinander eingelegt. Miriam nahm sofort den Umschlag heraus. Darauf stand, mit Daniels Handschrift: »Falls Miriam nicht kommt, gib alles direkt der Polizei. Vertraue niemandem aus dem Haus.« Clara wählte den Notruf. Sie sprach leise und schnell, nannte die Adresse und erklärte, dass fremde Männer im Haus seien und vermutlich Unterlagen suchen. Währenddessen hörten sie Schritte im Treppenhaus. Diesmal kamen sie eindeutig näher. Miriam steckte den USB-Stick in ihre Jackentasche und drückte die Ordner wieder in den Koffer. »Wenn Sie reinkommen, nehmen Sie alles«, sagte sie hektisch. Clara blickte sich um. Es gab keinen guten Ort, um so etwas zu verstecken. Schließlich zog sie die Schublade unter ihrem Bett auf, nahm ein paar Decken heraus und schob den Koffer darunter. Es war knapp, aber er passte. Dann klingelte es laut und hart an der Tür. Keine von beiden bewegte sich. Das Klingeln hörte nicht auf. Danach folgten 3 harte Schläge gegen das Holz. »Frau Neumann«, rief eine Männerstimme. Nicht Herr Krause, eine tiefere Stimme. »Wir wissen, dass Sie da sind. Es geht nur um einen Koffer.« Clara presste die Lippen zusammen. Miriam stand neben der Wand und hielt das kleine Handy aus dem Koffer in der Hand. »Es hat eine Kamera«, flüsterte sie. »Daniel hat vielleicht alles aufgenommen.« Clara verstand kaum, was sie sagte, denn ihr Herz schlug zu laut. Draußen hörte man jetzt mehrere Stimmen. Einer sprach von der Kellertür, ein anderer von der Rückseite des Hauses. Offenbar wollten sie jeden Ausgang kontrollieren. Dann, ganz plötzlich, wurde es still. Diese Stille war fast schlimmer als das Klopfen. Clara und Miriam sahen sich an, ohne etwas zu sagen. Nach vielleicht einer Minute hörte man unten im Hausflur neue Geräusche. Schnelle Schritte, laute Stimmen. Dann ein klares »Polizei« vom Hauseingang her. Clara sank fast vor Erleichterung gegen die Wand. Draußen rannten mehrere Leute die Treppe hinunter. Eine Wohnungstür schlug. Unten schrie jemand. Danach ging alles sehr schnell. Wenige Minuten später klopfte es erneut an Claras Tür, diesmal ruhig und deutlich. 2 Beamte standen draußen, als sie öffnete. Im Laufe der nächsten Stunde wurde nach und nach klar, wie groß die Sache wirklich war. Herr Krause hatte tatsächlich Informationen weitergegeben. Das Logistikunternehmen, für das Daniel gearbeitet hatte, nutzte normale Lieferfahrten, um gestohlene Technik und gefälschte Unterlagen zu transportieren. Daniel hatte begonnen, alles heimlich zu dokumentieren. Als man misstrauisch wurde, hatte er den Koffer aus dem Lager genommen und versucht, ihn in Sicherheit zu bringen. Dass er ihn ausgerechnet im Waschraum dieses Hauses versteckte, war kein Zufall. Herr Krause wohnte hier, und Daniel wollte offenbar prüfen, ob sein Verdacht stimmte. Gleichzeitig wollte er Miriam einen klaren Ort nennen, den nur sie verstehen würde. Die größte Überraschung kam aber erst später. Daniel war nicht verschwunden. Er tauchte noch in derselben Nacht auf einer anderen Polizeiwache auf, verletzt, erschöpft, aber lebend. 2 Männer hatten ihn am Nachmittag verfolgt und versucht, ihm den Koffer abzunehmen. Er hatte fliehen können, dabei aber sein Handy verloren.
Bevor er sich versteckte, hatte er Miriam noch die letzte Nachricht geschickt. Deshalb hatte sie Clara angerufen, sobald sie den Standort des alten Ersatzhandys im Koffer orten konnte. Dass Clara den Koffer ausgerechnet zuerst gefunden hatte, war Glück gewesen. Oder Pech, je nachdem, wie man es sah. Als endlich Ruhe eingekehrt war, saß Clara gegen Mitternacht wieder allein in ihrer Küche. Der Regen hatte aufgehört. Auf dem Tisch standen noch immer der unberührte Joghurt, die Tomaten und das Brot, die sie nach der Arbeit gekauft hatte. Alles wirkte plötzlich seltsam normal. Genau das machte den Abend noch unwirklicher. Vor wenigen Stunden war sie nur müde nach Hause gekommen. Dann hatte im Keller Licht gebrannt und plötzlich war sie mitten in eine Geschichte geraten, die eher wie ein Kriminalfilm klang als wie ihr eigenes Leben. Sie dachte an Herrn Krause, der ihr jahrelang im Treppenhaus freundlich zugenickt hatte, und schüttelte langsam den Kopf. Manchmal, dachte sie, wohnt die Unruhe direkt nebenan und man merkt es erst, wenn etwas schief läuft. Am nächsten Morgen war das Haus ungewöhnlich still. Keine Stimmen im Flur, keine Waschmaschine im Keller, kein Rascheln von Zeitungen vor den Türen. Nur vor Herrn Krauses Wohnung klebte ein amtliches Siegel. Clara blieb kurz davor stehen und ging dann weiter. Als sie an der Haustür vorbeikam, sah sie draußen einen Streifenwagen und zwei Menschen, die leise miteinander sprachen. Einer davon war Miriam. Sie hob kurz die Hand, als sie Clara sah, und lächelte erschöpft. Clara lächelte zurück. Mehr brauchte es in diesem Moment nicht. Sie zog ihre Jacke enger um sich und ging zur Arbeit, als wäre es ein normaler Morgen. Aber normal fühlte sich erst einmal nichts mehr an. Die Frau im letzten Bus. Es war ein kalter Mittwochabend im November, als Sina das Büro später verließ als geplant. Schon den ganzen Tag hatte es geregnet, und gegen Abend war aus dem Regen ein feiner, unangenehmer Nebel geworden. Die Straßen glänzten im Licht der Laternen, und die Menschen liefen mit gesenkten Köpfen und schnellen Schritten aneinander vorbei. Sina zog ihren Mantel enger um sich, stellte die Tasche auf die Schulter und warf einen kurzen Blick auf ihr Handy. Kurz nach 10. Eigentlich war sie um 7:30 fertig gewesen, doch eine Kundin hatte in letzter Minute noch angerufen, und danach hatte Sina mehrere Unterlagen neu ordnen müssen. Jetzt wollte sie nur noch nach Hause. Sie arbeitete seit 3 Jahren in einer kleinen Versicherung, und meistens mochte sie ihre ruhigen Tage im Büro. Aber an diesem Abend fühlte sie sich leer und müde. Der Gedanke an ihre warme Wohnung, eine Tasse Tee und absolute Stille war plötzlich das Einzige, was sie noch wollte. An der Bushaltestelle stand niemand außer ihr. Das überraschte Sina, denn selbst um diese Uhrzeit warteten dort oft noch 2 oder 3 Leute. Vielleicht lag es am Wetter. Vielleicht war der letzte Bus schon weg. Sie trat näher an den Fahrplan und wischte mit dem Ärmel über das nasse Glas. Nein, der Bus musste in 4 Minuten kommen. Sina atmete aus und blickte die leere Straße entlang. In den Fenstern des gegenüberliegenden Hauses brannte nur noch vereinzelt Licht. Irgendwo schlug eine Tür zu. Sonst war es still. Als der Bus endlich um die Ecke bog, war Sina fast erleichtert. Doch schon beim Einsteigen bemerkte sie, dass etwas anders war. Der Fahrer sah sie ungewöhnlich lange an, bevor er wortlos nickte. Im Bus saßen nur 2 Menschen. Ein junger Mann hinten am Fenster, der Kopfhörer trug und ausdruckslos in die Dunkelheit schaute. Und ganz vorne, auf der rechten Seite, eine ältere Frau mit einem roten Hut. Sina setzte sich einige Reihen hinter die Frau und legte ihre Tasche auf den Schoß. Der Bus fuhr langsam an. Das Licht im Innenraum war schwach und die Scheiben waren von innen beschlagen. Sina wischte ein kleines Stück frei und sah hinaus. Die Stadt zog grau und nass vorbei. Nach 2 Haltestellen stieg der junge Mann aus.
Nun waren nur noch Sina und die Frau mit dem roten Hut im Bus. Die Frau saß ganz still, mit geradem Rücken und beiden Händen auf ihrer schwarzen Handtasche. Sina konnte ihr Gesicht nur im Profil sehen. Es wirkte schmal, fast streng. Plötzlich drehte sich die Frau leicht um und sah sie direkt an. Ihre Augen waren hell und ungewöhnlich wach. »Fahren Sie bis zur Endstation?« fragte sie. Sina zögerte kurz. Die Frage war harmlos, und doch klang sie seltsam. »Nein«, antwortete sie, »noch 3 Haltestellen.« Die Frau nickte langsam, als hätte sie genau das erwartet. Danach sah sie wieder nach vorne. Sina bemerkte, dass sie den Atem angehalten hatte und zwang sich, ruhiger zu atmen. Vielleicht war sie einfach nur müde. Vielleicht machte das Wetter sie nervös. Trotzdem bekam sie das Gefühl nicht los, dass etwas an dieser Frau nicht stimmte. An der nächsten Haltestelle hielt der Bus, doch niemand stieg ein oder aus. Der Fahrer blickte kurz in den Spiegel, als wollte er prüfen, ob alles in Ordnung war. Sina sah wieder zu der Frau. Diesmal lag neben ihrer Tasche ein zusammengefalteter Zettel auf dem Sitz. Als der Bus wieder anfuhr, rutschte der Zettel langsam vom Sitz und fiel auf den Boden. Die Frau schien es nicht zu bemerken. Sina überlegte kurz, dann stand sie auf, ging nach vorn und hob ihn auf. »Entschuldigung«, sagte sie leise, »Sie haben das verloren.« Die Frau nahm den Zettel nicht sofort. Stattdessen sah sie Sina einen langen Moment an und fragte dann, »Haben Sie ihn geöffnet?« Sina schüttelte den Kopf. »Nein.« Da erst nahm die Frau den Zettel und legte ihn wieder auf ihre Tasche. »Das war gut«, sagte sie. Mehr sagte sie nicht. Sina ging zurück zu ihrem Platz, aber jetzt war ihr noch unwohler als vorher. Sie fragte sich, was in einem einfachen Zettel so wichtig sein konnte. Gleichzeitig ärgerte sie sich über sich selbst. Es war lächerlich, wegen so einer Kleinigkeit nervös zu werden. Trotzdem konnte sie nicht mehr ruhig sitzen. 2 Minuten später vibrierte plötzlich ihr Handy. Sina zuckte zusammen. Auf dem Display erschien eine unbekannte Nummer. Sie nahm nicht ab. Gleich darauf kam eine Nachricht. »Steigen Sie nicht an der nächsten Haltestelle aus.« Sina starrte auf das Display. Sie war sicher, dass ihr niemand einen Scherz machen konnte. Kaum jemand wusste, welchen Bus sie nahm. Langsam hob sie den Kopf. Die Frau mit dem roten Hut hatte sich nicht bewegt. Auch der Fahrer sah normal nach vorn. Sina las die Nachricht noch einmal. Kein Name, keine Erklärung. Nur dieser eine Satz. Genau in diesem Moment ertönte die automatische Ansage der nächsten Haltestelle. Es war tatsächlich die Station, an der Sina normalerweise ausstieg. Ihr Herz schlug schneller. Sie sah aus dem Fenster. Draußen lag die Haltestelle fast leer im Nebel. Nur unter dem Wartehäuschen stand ein Mann in dunkler Jacke. Er wirkte, als warte er schon länger. Sina konnte sein Gesicht nicht erkennen, aber irgendetwas an seiner Haltung irritierte sie. Er stand nicht locker da wie jemand, der auf einen Bus wartete. Er stand zu still, zu aufmerksam. Der Bus wurde langsamer. Sina wusste nicht, was sie tun sollte. Sollte sie wegen einer anonymen Nachricht wirklich sitzen bleiben? Das war absurd. Und doch blieb sie sitzen. Der Bus hielt, die Türen öffneten sich, kalte Luft strömte herein, und für einen kurzen Augenblick hob der Mann draußen den Kopf und sah direkt zur Tür. Dann schlossen sich die Türen wieder und der Bus fuhr weiter. Sina merkte erst jetzt, wie fest sie ihre Tasche umklammert hatte. Ihr Mund war trocken. Sie sah sofort nach vorne. Die Frau im roten Hut hatte den Blick noch immer auf die Windschutzscheibe gerichtet. »Woher wussten Sie das?« fragte Sina plötzlich, bevor sie darüber nachdenken konnte. Die Frau drehte sich langsam zu ihr um. »Ich wusste gar nichts«, sagte sie ruhig. »Aber jetzt wissen wir beide, dass Sie beobachtet werden.« Sina spürte, wie ihr kalt wurde. »Was soll das heißen?« fragte sie. Die Frau antwortete nicht sofort. Stattdessen zog sie den Zettel wieder von ihrer Tasche, faltete ihn auf und hielt ihn Sina hin.
Darauf stand in sauberer Handschrift: Wenn die junge Frau mit dem grauen Mantel einsteigt, folgen Sie ihr nicht aus dem Bus. Sina verstand überhaupt nichts mehr. »Wer sind Sie?« fragte sie. Die Frau schwieg kurz. Dann sagte sie: »Mein Name ist Frau Winter, und ich denke, jemand hat Sie mit einer anderen Person verwechselt.« Sina lachte kurz auf, aber nur aus Nervosität. »Das ist nicht witzig«, sagte sie. Frau Winter nickte. »Nein, leider nicht.« Dann erklärte sie in knappen Sätzen, dass sie seit dem Nachmittag beobachtet worden sei. Nicht zum ersten Mal. Sie habe vor einigen Tagen Unterlagen aus dem Nachlass ihres verstorbenen Bruders gefunden. Ihr Bruder war Anwalt gewesen. In einer Mappe hatten sich Kopien von Verträgen, Namen und Zahlungslisten befunden, die offenbar nie in die Öffentlichkeit gelangen sollten. Seit sie diese Unterlagen an sich genommen habe, werde sie verfolgt. Heute habe sie gemerkt, dass ein Mann sie schon seit mehreren Stunden beobachte. Offenbar habe er Sina im Bus gesehen und gedacht, Frau Winter wolle jemandem etwas übergeben. Sina hörte zu und konnte kaum glauben, was sie da hörte. Es klang wie eine erfundene Geschichte. Doch die Nachricht auf ihrem Handy, der Mann an der Haltestelle und die ganze angespannte Stimmung machten es schwer, einfach alles als Unsinn abzutun. »Warum sagen Sie das mir?« fragte sie. Frau Winter antwortete: »Weil ich glaube, dass Sie jetzt ohnehin hineingeraten sind. Und weil ich gleich aussteigen muss.« Genau in diesem Moment bremste der Bus wieder. Die Endstation war nur noch eine Haltestelle entfernt. Sina stand auf. »Dann steige ich auch aus«, sagte sie schnell. Doch Frau Winter hob die Hand. »Nein, genau das dürfen Sie nicht. Wenn der Mann draußen glaubt, dass wir zusammengehören, wird er Ihnen folgen. Bleiben Sie sitzen, bis der Bus gewendet hat. Steigen Sie erst auf dem Rückweg aus. Und nehmen Sie das hier.« Sie zog einen kleinen Schlüssel aus der Tasche und drückte ihn Sina in die Hand. Sina wollte protestieren, aber die Bustüren öffneten sich bereits. Frau Winter stand auf, nahm ihre Tasche und stieg ohne einen weiteren Blick aus. Draußen stand niemand direkt an der Haltestelle. Der Nebel schluckte fast alles. Sina sah nur schemenhaft, wie Frau Winter einige Schritte ging und dann in einer Seitenstraße verschwand. Der Busfahrer schloss die Türen und fuhr weiter bis zur Endstation. Sina blieb wie betäubt sitzen. In ihrer Hand lag der kleine Messingschlüssel mit einem weißen Anhänger. Darauf stand C14. An der Endstation stieg Sina nicht aus. Der Fahrer warf ihr im Spiegel einen Blick zu, sagte aber nichts. Der Bus blieb 2 Minuten stehen und fuhr dann dieselbe Strecke zurück. Sina dachte fieberhaft nach. Sie hätte die Polizei anrufen können. Sie hätte auch einfach nach Hause fahren können, den Schlüssel wegwerfen und alles vergessen. Doch sie wusste genau, dass sie das nicht tun würde. Etwas an Frau Winters Blick hatte echt gewirkt. Nicht dramatisch, nicht übertrieben, sondern ernst. Als der Bus wieder an ihrer ursprünglichen Haltestelle vorbeikam, war der Mann mit der dunklen Jacke verschwunden. Sina stieg 2 Stationen später aus und ging nicht nach Hause, sondern direkt zur kleinen Polizeiwache in der Nähe des Marktplatzes. Dort schilderte sie alles, so ruhig wie sie konnte. Der Beamte am Empfang wirkte zunächst skeptisch. Doch als Sina ihm die Nachricht auf ihrem Handy zeigte und den Schlüssel mit dem Anhänger, wurde er aufmerksamer. Eine halbe Stunde später saß Sina in einem kleinen Büro und wiederholte alles noch einmal für eine Kriminalbeamtin namens Reuter. Diese stellte präzise Fragen und machte sich viele Notizen. Als Sina den Namen Frau Winter nannte, veränderte sich der Ausdruck der Beamtin. Sie fragte sofort nach dem roten Hut, dem schwarzen Mantel und der schwarzen Handtasche. Sina bestätigte alles. Frau Reuter stand auf, ging kurz hinaus und kam nach einigen Minuten zurück. »Wir kennen den Namen«, sagte sie, »und wir wissen auch, dass gegen mehrere Personen ermittelt wird, die mit alten Kanzleiakten zu tun haben.
Wenn Frau Winter wirklich in Gefahr ist, haben wir ein Problem. Sina wurde nun endgültig klar, dass sie nicht in einer seltsamen, aber harmlosen Geschichte gelandet war, sondern mitten in etwas Echtem. Der Schlüssel mit der Aufschrift C14 gehörte, wie sich schnell herausstellte, zu einem Schließfach am zentralen Busbahnhof. Frau Reuter wollte Sina eigentlich nicht mitnehmen, doch Sina bestand darauf. Immerhin hatte Frau Winter ihr den Schlüssel gegeben. Vielleicht war genau das geplant gewesen. Schließlich durfte sie mitfahren, blieb aber im Hintergrund. Als sie am Busbahnhof ankamen, war es kurz vor Mitternacht. Die Halle war fast leer. Nur 2 Reisende saßen auf einer Bank und aus einem Automaten summte Licht. Schließfach C14 befand sich in einem Seitengang. Frau Reuter öffnete es mit Handschuhen. Darin lag eine graue Dokumentenmappe und ein kleiner USB-Stick. Außerdem ein kurzer handschriftlicher Satz: Falls mir etwas passiert, vertraue nur der Frau, die nicht ausgestiegen ist. Frau Reuter las den Satz und sah Sina an. Dann meinte sie wohl Sie, sagte sie. Sina wusste nicht, ob sie stolz oder nur noch verwirrter sein sollte. In der Mappe befanden sich Kopien von Verträgen, Kontoauszügen und mehreren Namen, die offenbar miteinander verbunden waren. Frau Reuter wurde sehr still, als sie die Unterlagen durchsah. Damit kann man etwas anfangen, murmelte sie. Noch während sie sprach, klingelte ihr Diensthandy. Sie hörte zu, sagte nur zweimal »Verstanden« und legte auf. Dann wandte sie sich an Sina. »Wir haben Frau Winter gefunden«, sagte sie. »Sie lebt, aber jemand hat versucht, ihr die Tasche zu entreißen. Eine Streife war zufällig in der Nähe.« Sina musste sich an der Wand abstützen, weil die Anspannung der letzten Stunde plötzlich zu groß wurde. Später erfuhr sie, dass Frau Winter den roten Hut absichtlich getragen hatte, weil sie wusste, dass sie beobachtet wurde. Sie hatte gehofft, den Verfolger zu erkennen und gleichzeitig die Unterlagen in Sicherheit zu bringen. Dass Sina im selben Bus saß und zufällig ähnlich groß war wie ihre Nichte, mit der sie sich eigentlich treffen wollte, hatte zu der Verwechslung geführt. Der Mann draußen glaubte, Sina könne die Empfängerin der Unterlagen sein. Deshalb die Nachricht auf dem Handy, die offenbar von Frau Winter unbemerkt geschickt worden war, vermutlich über ein zweites Gerät oder über einen Kontakt im Bus. Der Fahrer war übrigens ebenfalls eingeweiht gewesen, deshalb hatte er Sina beim Einsteigen so genau angesehen. Er hatte ein Zeichen bekommen und sollte im Notfall darauf achten, dass sie nicht an der falschen Haltestelle ausstieg. Als Sina das alles hörte, wusste sie zuerst nicht, ob sie erleichtert oder wütend sein sollte. Einerseits war sie ohne jede Vorbereitung in eine gefährliche Situation geraten. Andererseits hatte gerade ihr Zögern an der Haltestelle wahrscheinlich verhindert, dass sie dem falschen Mann direkt in die Hände lief. Frau Reuter bedankte sich später sogar bei ihr. Viele Menschen hätten die Nachricht ignoriert oder wären aus Panik davongelaufen. Sina dagegen war geblieben, hatte beobachtet und schließlich das Richtige getan. Gegen 2 Uhr morgens durfte sie endlich nach Hause. Die Stadt war still, der Nebel hatte sich gelichtet und auf den Straßen spiegelte sich das Licht der Laternen in langen gelben Streifen. In ihrer Wohnung stellte Sina die nassen Schuhe an die Tür, hängte den Mantel auf und setzte sich in die Küche, ohne das Licht im Wohnzimmer einzuschalten. Alles war ruhig. Kein Telefon, keine Schritte im Treppenhaus, keine fremden Nachrichten. Nur der Kühlschrank summte leise. Sie dachte an den Moment im Bus zurück, an den roten Hut, den Zettel und den Mann an der Haltestelle. Noch immer erschien es ihr unwirklich, dass ein so gewöhnlicher Abend sich in so etwas verwandeln konnte. Erst jetzt merkte sie, wie erschöpft sie war. Sie machte sich tatsächlich noch einen Tee, so wie sie es sich am Abend gewünscht hatte, aber er schmeckte ganz anders als in ihrer Vorstellung, nicht nach Ruhe, sondern nach Erleichterung. Am nächsten Tag fuhr Sina wieder ganz normal zur Arbeit.
Im Büro roch es wie immer nach Kaffee und Papier. Ihre Kollegin fragte, ob alles in Ordnung sei, weil sie müde aussehe. Sina lächelte nur und sagte, sie habe schlecht geschlafen. Mehr erzählte sie nicht. Als sie jedoch am Abend wieder an der Bushaltestelle stand und in der Ferne die Lichter des Busses auftauchten, spürte sie ein kurzes Ziehen im Magen. Dann atmete sie tief durch und stieg ein. Diesmal saß ganz vorne keine Frau mit rotem Hut. Und trotzdem sah Sina zuerst automatisch nach. Die Tasche am See. An einem Sonntag hat Nora zum ersten Mal seit Wochen wirklich frei gehabt. Die letzten Tage waren anstrengend gewesen. In der Buchhandlung, in der sie arbeitete, hatte es viele Kunden gegeben. Neue Lieferungen waren gekommen und ihre Kollegin war krank gewesen. Deshalb hatte Nora fast alles allein machen müssen. An diesem Sonntag wollte sie nur Ruhe. Am Morgen hat sie lange geschlafen, dann Kaffee gemacht und am Fenster gestanden. Draußen war das Wetter überraschend schön. Die Sonne schien und der Himmel war klar. Spontan beschloss sie, an den kleinen See am Stadtrand zu fahren. Dort war sie früher oft mit ihrer Freundin Alina spazieren gegangen. Sie hat eine Wasserflasche, ein Buch und eine leichte Jacke eingepackt und ist mit dem Bus losgefahren. Am See war es ruhig. Einige Leute saßen auf Bänken, ein älteres Paar fütterte Enten und 2 Kinder spielten am Ufer mit Steinen. Nora ist langsam am Wasser entlang gegangen und hat sich schließlich eine Bank unter einem Baum gesucht. Sie hat sich gesetzt, etwas Wasser getrunken und ihr Buch aufgeschlagen. Eine Zeit lang war alles friedlich. Genau so hatte sie sich den Tag vorgestellt. Doch nach vielleicht 20 Minuten hat sie etwas Merkwürdiges bemerkt. Nicht weit von ihrer Bank stand eine schwarze Damentasche im Gras. Zuerst dachte sie, jemand habe sie nur kurz abgestellt, doch in der Nähe war niemand. Nora hat sich umgesehen und gewartet. Niemand ist zurückgekommen. Sie ist aufgestanden, langsam zu der Tasche gegangen und kurz davor stehen geblieben. Sie war elegant, sauber und nicht besonders alt. Nora hat einmal laut gerufen: »Hat jemand seine Tasche vergessen?« Ein paar Menschen drehten sich um, aber niemand reagierte. Schließlich hat sie die Tasche angehoben. Sie war schwerer, als sie erwartet hatte. Für einen Moment wollte Nora sie einfach zum Fundbüro oder zur Polizei bringen. Doch dann hörte sie ein seltsames Geräusch. Es war kein Klingeln, sondern ein kurzes Vibrieren. Ein Handy in der Tasche. Nora hat gezögert. Dann hat sie die Tasche ein kleines Stück geöffnet, das Handy herausgenommen und auf das Display gesehen. Dort stand kein Name, nur eine Nachricht: »Bitte nicht öffnen, nur Lisa anrufen.« Nora bekam sofort ein ungutes Gefühl. Sie entsperrte das Handy nicht, aber direkt darunter stand auf dem Sperrbildschirm eine Nummer mit dem Namen Lisa. Sie wusste, dass sie sich eigentlich nicht einmischen sollte. Trotzdem hat sie auf den Anruf gedrückt. Nach wenigen Sekunden meldete sich eine Frau mit schneller, nervöser Stimme. Nora erklärte sofort, dass sie eine Tasche am See gefunden habe. Am anderen Ende wurde es einen Moment lang still. Dann fragte die Frau: »Ist die Tasche noch ganz? Ist das Handy noch da?« Nora sagte ja. Die Frau hat hörbar ausgeatmet und dann gesagt: »Bitte bleiben Sie nicht dort, ich komme. Aber hören Sie mir gut zu. Wenn jemand nach der Tasche fragt, sagen Sie nicht, dass Sie sie haben.« Nora stand mitten am Weg und spürte, wie ihr Herz schneller schlug. Die Frau stellte sich als Lisa vor und klang alles andere als ruhig. Sie sagte, die Tasche gehöre ihrer Schwester Miriam. Seit dem Morgen erreiche sie nicht mehr. Eigentlich wollte Miriam sich mit ihr in einem Café treffen, war dort aber nie angekommen. Vor etwa einer Stunde hatte Lisa noch eine kurze Nachricht von ihr bekommen. »Wenn etwas passiert, achte auf die Tasche, mehr nicht.« Nora fragte sofort, was das alles bedeuten soll. Doch Lisa antwortete nur:
Ich weiß es selbst nicht genau. Aber bitte gehen Sie mit der Tasche an einen Ort, wo viele Menschen sind. Ich bin in 20 Minuten da. Nora hat die Tasche genommen und ist vom See zur kleinen Imbissbude am Eingang des Parks gegangen. Dort saßen mehrere Leute, und hinter dem Tresen stand ein älterer Mann, der freundlich aussah. Nora hat sich an einen Tisch gesetzt, die Tasche unter den Stuhl gestellt und versucht, ruhig zu wirken. Aber das gelang ihr nicht. Alle paar Sekunden blickte sie zum Weg. Nach wenigen Minuten ist ein Mann in einer grauen Jacke langsam auf die Bude zugekommen. Er sah sich kurz um und blieb dann direkt vor Nora stehen. »Entschuldigung«, sagte er, »haben Sie vielleicht eine schwarze Tasche gefunden? Meine Frau hat sie am See vergessen.« Seine Stimme klang höflich, aber sein Blick war kalt. Nora dachte sofort an Lisas Warnung. Sie schüttelte den Kopf und sagte, sie wisse von nichts. Der Mann blieb noch einen Augenblick stehen. Dann lächelte er kurz, doch dieses Lächeln wirkte falsch. »Falls Sie doch etwas finden, geben Sie sie bitte am Kiosk ab«, sagte er. Danach ging er langsam weiter, blieb aber nicht weit entfernt am Weg stehen. Nora spürte, wie ihre Hände kalt wurden. Sie hatte plötzlich das klare Gefühl, dass dieser Mann log. Vielleicht war die Tasche gar nicht von seiner Frau. Vielleicht wusste er viel mehr. Der Verkäufer hinter dem Tresen sah kurz zu Nora und fragte leise, ob alles in Ordnung sei. Nora nickte nur, obwohl das nicht stimmte. Sie wollte keine Szene machen, bevor Lisa da war. Endlich erschien eine junge Frau mit dunklen Haaren und blauem Mantel am Eingang. Sie blickte sich suchend um und ging dann direkt auf Nora zu. »Ich bin Lisa«, sagte sie außer Atem. Nora zeigte auf den Stuhl. Lisa nahm die Tasche sofort an sich, als hätte sie Angst, sie wieder zu verlieren. Doch als Nora fragte, was eigentlich los sei, zögerte Lisa. Sie schaute kurz nach links, dann nach rechts und setzte sich schließlich. Ihre Hände zitterten. »Meine Schwester Miriam arbeitet in einer Kanzlei«, sagte sie leise. »Vor 2 Tagen hat sie zufällig Unterlagen gesehen, die sie nicht sehen sollte. Es geht um Geld, falsche Verträge und einen Mann, der gefährlicher ist, als er aussieht.« Nora hörte schweigend zu. Das klang wie aus einem Film, aber Lisa meinte es ernst. In diesem Moment hat Nora den Mann in der grauen Jacke wieder gesehen. Er stand jetzt am Parkplatz und telefonierte. Offenbar wartete er auf etwas oder jemanden. Nora machte Lisa sofort darauf aufmerksam. Lisa wurde blass. »Den kenne ich«, flüsterte sie. »Er hat gestern schon vor Miriams Wohnung gestanden.« Jetzt war klar, dass es kein Zufall war. Nora fragte, warum sie dann nicht längst zur Polizei gegangen seien. Lisa sah auf die Tasche und sagte, weil Miriam meinte, dass sie nicht wusste, wem sie noch trauen kann. In der Tasche ist ein USB-Stick. Wenn die Daten darauf echt sind, dann geht es um mehr als nur einen Streit im Büro. Nora wusste nicht, ob sie gehen oder bleiben sollte. Eigentlich wollte sie mit der Sache nichts zu tun haben. Doch jetzt war sie schon mittendrin. Lisa öffnete die Tasche ein Stück und sah hinein. Plötzlich veränderte sich ihr Gesicht. »Der Stick ist nicht da«, sagte sie erschrocken. Beide sahen sich sofort an. Nora war sich sicher, dass sie die Tasche nicht geöffnet und nichts herausgenommen hatte. Lisa glaubte ihr, das merkte man sofort. Aber der USB-Stick, von dem Miriam in einer Nachricht gesprochen hatte, war verschwunden. In der Tasche lagen nur ein Portemonnaie, ein Kalender, ein Lippenstift und ein kleiner Schlüssel. Lisa schluckte schwer. »Dann war jemand vor uns an der Tasche«, sagte sie. »Oder Miriam hat den Stick woanders versteckt.« Nora erinnerte sich plötzlich an die Nachricht auf dem Handy. »Bitte nicht öffnen, nur Lisa anrufen.« Vielleicht ging es gar nicht nur um die Tasche. Vielleicht sollte Lisa durch die Tasche an etwas erinnert werden. Lisa hat den kleinen Kalender aus der Tasche genommen und hastig darin geblättert. Zwischen 2 Seiten lag ein Zettel, kaum größer als ein Kassenbon.
Darauf stand nur Schließfach 27. Bahnhof West. Nora bekam eine Gänsehaut. »Vielleicht ist der Stick dort«, sagte sie. Lisa nickte langsam. Gleichzeitig war beiden klar, dass der Mann in der grauen Jacke sie wahrscheinlich beobachtete. Wenn sie jetzt zum Bahnhof fuhren, würde er ihnen vielleicht folgen. Nora fragte sich, warum sie nicht einfach die Polizei riefen. Doch Lisa meinte, Miriam habe immer wieder gesagt, dass sie zuerst die Daten sichern müsse. Erst dann dürfe man zur Polizei gehen. Sonst würde alles verschwinden. Nora wusste nicht, ob das stimmte, aber in Lisas Stimme lag so viel Angst, dass sie nicht einfach aufstehen und gehen konnte. Sie beschlossen, getrennt zum Bahnhof zu fahren. Nora sollte zuerst mit dem Bus fahren, Lisa einige Minuten später mit dem Auto. So hofften sie, den Mann abzuhängen. Nora kam sich plötzlich vor wie in einem schlechten Krimi, aber sie tat es trotzdem. Im Bus setzte sie sich ganz nach hinten und blickte immer wieder durch die Scheibe. Zweimal hat sie geglaubt, das graue Auto vom Parkplatz zu sehen, aber sie war nicht sicher. Am Bahnhof West stieg sie aus und ging direkt in die große Halle. Dort roch es nach Kaffee, nassen Jacken und Zugluft. Menschen liefen mit Koffern an ihr vorbei, eine Durchsage erklang, Kinder weinten irgendwo, und genau dieses normale Chaos beruhigte Nora ein wenig. Kurz darauf kam auch Lisa. Gemeinsam gingen sie zu den alten Schließfächern am Rand der Halle. Die Nummer 27 war schnell gefunden. Lisa nahm den kleinen Schlüssel aus der Tasche und steckte ihn ins Schloss. Er passte. Für einen Moment hielten beide den Atem an. Dann zog Lisa die Tür auf. Im Fach lag kein USB-Stick. Stattdessen befand sich dort ein brauner Umschlag und ein Handyladekabel. Mehr nicht. Lisa öffnete den Umschlag mit zitternden Händen. Darin war ein Brief von Miriam. Sie schrieb, dass sie den USB-Stick nie in die Tasche gelegt habe. Die Tasche und der Hinweis auf das Schließfach seien nur eine Ablenkung gewesen. Falls Lisa den Brief lese, bedeutet das, dass die Sache gefährlicher geworden sei als gedacht. Der echte Stick sei dort, wo der Sonntag angefangen habe. Nora las den Satz zweimal. »Wo der Sonntag angefangen hat?« fragte sie. Lisa überlegte und sah plötzlich auf. »Am See«, sagte sie. Miriam geht jeden Sonntagmorgen zuerst an diesen See joggen. Nora spürte sofort Frust und Angst zugleich. Also mussten sie wieder zurück. Vielleicht hatte Miriam den Stick dort versteckt, bevor sie verschwand. Oder vielleicht wollte sie, dass nur Lisa das versteht. Lisa nahm noch das Ladekabel aus dem Fach. Daran hing ein kleines Metallschild mit einer weiteren Zahl. 11. Nora wusste sofort, dass das wieder ein Hinweis war. Lisa dachte kurz nach und sagte dann, »Bank, 11. Am See stehen Nummern an den Bänken.« Sie hatten also doch endlich eine klare Spur. Als sie den Bahnhof verließen, stand das graue Auto tatsächlich auf der anderen Straßenseite. Jetzt gab es keinen Zweifel mehr. Der Mann in der Jacke lehnte daran und sah direkt zu ihnen. Lisa und Nora gingen sofort zurück in die Halle. Beide waren jetzt wirklich in Panik. »Jetzt rufen wir die Polizei«, sagte Nora fest. Doch Lisa packte ihren Arm. »Nur noch 10 Minuten«, sagte sie. »Bitte. Wenn wir den Stick haben, gehen wir sofort hin.« Nora wollte widersprechen, aber in diesem Augenblick kam ein Zug an, viele Menschen strömten in die Halle und der Mann draußen verlor sie kurz aus den Augen. Diese Chance nutzten sie. Durch einen Seitenausgang gingen sie hinaus, liefen zur Bushaltestelle und stiegen in den ersten Bus, der kam. Am See war es inzwischen fast dunkel. Viele Menschen waren schon weg, nur einzelne Spaziergänger liefen noch am Ufer entlang. Die Lampen am Weg warfen gelbes Licht auf die Bänke. Nora und Lisa gingen schnell die Reihe entlang. 7, 8, 9, 10. Dann kam Bank 11. Sie sah ganz normal aus.
Lisa kniete sich hin und tastete unter die Sitzfläche. Erst fand sie nichts. Dann blieb ihre Hand an etwas Kleinem hängen. Ein schwarzes Päckchen, mit Klebeband befestigt. Lisa zog es vorsichtig heraus. Es war tatsächlich ein USB-Stick in einer Plastikhülle. Für einen kurzen Moment waren beide so erleichtert, dass sie fast lachen mussten. Doch genau dann hörten sie Schritte hinter sich. Der Mann in der grauen Jacke stand nur wenige Meter entfernt. Diesmal lächelte er nicht. »Das gehört nicht euch«, sagte er ruhig. Nora spürte, wie ihr Herz bis zum Hals schlug. Lisa wich einen Schritt zurück. Der Mann kam näher. Er wirkte nicht laut oder aggressiv. Gerade das machte ihn unheimlich. »Gib mir den Stick«, sagte er. »Dann könnt ihr beide nach Hause gehen.« Nora glaubte ihm kein Wort. Sie hatte plötzlich das Gefühl, dass in den letzten Stunden jede falsche Entscheidung möglich gewesen war. Vielleicht war sogar Lisa nicht ehrlich gewesen. Vielleicht war alles ganz anders. Aber als sie in Lisas Gesicht sah, wusste sie, dass deren Angst echt war. Bevor der Mann noch näher kommen konnte, hat man plötzlich eine Frauenstimme hinter den Bäumen gehört: »Keinen Schritt weiter!« Dann sind 2 Polizeibeamte aus der Dunkelheit gekommen. Direkt dahinter stand Miriam. Sie sah müde aus, aber unverletzt. Für einen Augenblick verstand Nora gar nichts mehr. Der Mann in der grauen Jacke drehte sich um, wollte weglaufen, kam aber keine 2 Meter weit. Einer der Beamten hielt ihn sofort fest. Lisa hat ihre Schwester nur angestarrt. »Du lebst«, sagte sie leise, als könnte sie es selbst nicht glauben. Miriam nickte und umarmte sie fest. Erst später erklärte Miriam alles. Sie hatte tatsächlich in der Kanzlei belastende Daten entdeckt. Da sie nicht wusste, wem sie trauen konnte, hatte sie die Tasche absichtlich am See zurückgelassen, weil sie wusste, dass Lisa die Hinweise verstehen würde. Gleichzeitig hatte sie schon am Mittag Kontakt zur Polizei aufgenommen. Die Beamten wollten den Mann, der hinter der Sache stand, nicht nur befragen, sondern mit einem klaren Beweis festnehmen. Deshalb brauchten sie Zeit und mussten beobachten, ob er selbst den Stick holen wollte. Nora und Lisa waren dabei nicht nur Zufall gewesen, sondern Teil von Miriams Plan. Allerdings hatte Miriam nie gedacht, dass alles so gefährlich werden würde. Nora war zuerst wütend. Sie sagte offen, dass man sie in große Gefahr gebracht habe. Miriam entschuldigte sich sofort. Sie habe gehofft, dass Lisa direkt zur Polizei geht. Doch als sie die Nachrichten auf dem Handy sah, begriff sie, dass ihre Schwester zuerst die Hinweise verfolgt hatte. Am Ende war alles gut gegangen, aber knapp. Der Stick enthielt tatsächlich Beweise für mehrere gefälschte Verträge und illegale Geldtransfers. Der Mann in der grauen Jacke arbeitete für denjenigen, der dahinter stand. Ohne den Stick hätte man wenig beweisen können. Mit ihm änderte sich alles. Als Nora spät am Abend endlich nach Hause gefahren ist, war sie völlig erschöpft. Noch am Morgen hatte sie nur ein ruhiges Buch am See lesen wollen. Stattdessen war sie durch eine Geschichte geraten, die mit einer herrenlosen Tasche begonnen und mit einer Festnahme geendet hatte. Trotzdem konnte sie nicht leugnen, dass sie auch stolz auf sich war. Sie hatte Angst gehabt. Sie hatte falsche Vermutungen gemacht. Sie hatte mehrmals umdrehen wollen. Aber sie war geblieben. Als sie ihre Wohnungstür öffnete, war alles still wie immer. Sie stellte ihre Wasserflasche auf den Tisch, setzte sich aufs Sofa und sah lange einfach nur ins Leere. Kurz vor Mitternacht bekam sie noch eine Nachricht von Lisa. Darin stand nur: »Danke. Ohne dich hätte ich vielleicht zu spät verstanden, was Miriam gemeint hat.« Nora las den Satz mehrmals. Dann legte sie das Handy weg und musste plötzlich lachen. Es war kein fröhliches Lachen, eher eines aus Erleichterung. Ein ruhiger Sonntag war zu einem kleinen Krimi geworden. Und obwohl jetzt alles logisch war, kam es ihr immer noch unwirklich vor. Am nächsten Morgen ging sie trotzdem wieder zur Arbeit in die Buchhandlung, als wäre nichts passiert.
Nur als eine Kundin ihre Handtasche auf dem Boden stehen ließ, sah Nora sofort hin und dachte, hoffentlich beginnt heute nicht schon wieder so eine Geschichte.